Herzlich willkommen zu meinem neuen Bullet Journal für den Monat April. Wie bei so vielen anderen auch, wird bei mir das Thema Kirschblüten sein. Seit 2 Jahren haben wir auch eine japanische Zierkirsche bei uns im Garten und ich liebe es einfach, wenn die anfangen alle zu blühen und dann auch die Blütenblätter überall verteilt werden. Großartig. Diesmal habe ich etwas Neues gemacht und zwar habe ich alles vorgezeichnet und nachher aufgeklebt, also nicht alles, zumindest hier bei meinem Spruch, der immer vor der Titelseite erscheint. Hier habe ich auch Pappe verwendet. Bei der Pappe müsst ihr unbedingt darauf achten, dass sie nicht die Farben verschmieren lässt und dann so aufsaugt, ähnlich wie wenn ihr bei Wasserfarbe zu viel Wasser verwendet und das Papier halt viel zu weich ist. Gleichzeitig sollte die Pappe aber auch relativ glatt sein, sodass ihr schön sauber darauf schreiben könnt. Lasst die eventuell auch ein bisschen trocknen, die Farbe, ansonsten verschmiert das, wenn ihr weiterhin darauf arbeitet. Kirschblüten haben den Vorteil, wie ihr hier gerade sehen könnt, dass sie super einfach sind. Achtet auch darauf, wie die Blüten eigentlich aussehen. Also egal, was ihr zeichnet, schaut euch vorher im Internet die Blüten an, die ihr zeichnen wollt. Ich habe am Anfang gedacht, dass Kirschblüten 4 Blätter hätten. Das haben sie aber nicht. Sie haben 5. Also auf solche Kleinigkeiten kommt es eben nachher auch darauf an, dass man das tatsächlich erkennen kann, was ihr da auch wirklich zeichnen wollt. Die Kirschblüten sind sehr filigran, aber wie gesagt sehr einfach und in der Fülle zusammen wirkt es auch nachher sehr aufwendig und einfach sehr, sehr schön. Ja, hier klebe ich jetzt alles auf. Hier gucke ich auch nochmal nach der Farbe. Kirschblüten sind ja in der Regel weiß bis rosa. Deswegen habe ich mir eine Liste angelegt, wo ich einfach nachgucken kann, welche Farbe ich gerade verwenden möchte, weil die Kappen der Stifte geben die tatsächliche Farbe, die man nachher sieht auf dem Blatt Papier, gar nicht so richtig wieder. Deswegen unbedingt vormalen. Auch bei anderen Farben, egal von welcher Firma, würde ich das immer so machen. Ja, hier geht es jetzt weiter auf der rechten Seite, also mit dem eigentlichen Titelblatt. Ich weiß auch, dass viele Leute Schwierigkeiten damit haben, Bäume, Äste oder Zweige zu zeichnen. Das heißt also auch hier wieder, genau wie bei den Kirschblüten, sich vielleicht auch Vorlagen aus dem Internet rauszudrucken und die dann entweder abmalen, abzeichnen oder auch gegebenenfalls abpausen. Hier gehe ich im Übrigen mal den umgekehrten Weg, das heißt, ich male zuerst aus und umrande nachher den Ast, das seht ihr etwas später. Hier bei dem Schild, das sollte so eine Holzoptik haben, deswegen bin ich hier hingegangen und habe mit 2 Brauntönen gearbeitet und habe auch noch kleine Astlöcher hinzugefügt, damit das Ganze etwas realistischer aussieht. Jetzt arbeite ich wieder mit der rosanen Farbe. Man sieht das hier leider nicht ganz so gut. In echt, wenn man das Bullet Journal vor sich hat, kann man das ganz gut erkennen. Aber ich denke, auch hier sieht man schon einen Unterschied. Jetzt umrande ich also die Äste und die Zweige. Und ich füge auch nachher noch so kleine Maserungen hinzu. Das Ganze wirkt dann etwas realistischer. Das ist jetzt nicht total auffällig, aber man sieht nachher schon einen Unterschied. Das ist vielleicht einem nicht ganz bewusst. Jemand anderes würde nur denken, ach ja, das sieht jetzt besser aus, weiß aber nicht warum. Ja, jetzt nur noch den Monat April notieren und dann die Kalenderübersicht und dann war es das auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich schon auf nächstes Mal. Tschüss!